SPS Connect. Wir sind wieder zurück und ich freue mich, dass Sie auch weiterhin mit dabei sind. Tausende sind in diesen Tagen mit dabei, online, virtuell und begleiten uns, verfolgen hier die Vorträge und die Talkrunden. Und wenn Sie Fragen haben, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, wenn Sie Fragen haben an einzelne Referenten, stellen Sie einfach die Fragen, entweder im Nachgang, die Kontaktdaten finden Sie ja auch im Portal, ansonsten auch ganz gerne während der einzelnen Slots können Sie auch Ihre Fragen loswerden, die wir dann auch mit einbauen, so wie auch jetzt in der nächsten Talkrunde. Da geht es um die Zukunft der industriellen Kommunikation, OPC-UA als Weltsprache der Produktion. Und da freue ich mich auf Andreas Vath. Er ist VDMA-Leiter Interoperabilität und verantwortlich für die OPC-UA-Aktivitäten des VDMA, an denen weltweit ja mehr als 600 Unternehmen beteiligt sind. Andreas Vath, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, hallo. Guten Tag zusammen. Schön, dass heute die SPS-Messe hier online stattfindet in den derzeitigen Zeiten. Es gibt eine kurze Einführung und danach willkomme ich unsere Panel-Diskussionsteilnehmer. Das Thema Interoperabilität wird von VDMA maßgeblich getrieben. Für diejenigen, die VDMA so noch nicht in seiner Tiefe kennen, eine kurze Auffrischung. Der VDMA ist die wohl wichtigste und größte industrielle Assoziation im europäischen Raum für den Maschinenanlagenbau mit über 3.000 Mitgliedern, 3.300 Mitgliedern. Wir sind strukturiert in verschiedenste Bereiche. Das Entscheidende ist, der VDMA repräsentiert nicht nur eine Branche des Maschinenanlagenbaus, sondern eben die Breite des Maschinenanlagenbaus. Und deshalb haben wir letztendlich auch die Möglichkeit, zusammen mit unseren Mitgliedern die globale Produktionssprache zu definieren. An dieser Stelle sei vorweggemerkt, wir haben heute Teilnehmer aus verschiedenen Branchen, aber letztendlich auch aus übergreifenden Bereichen. Wenn wir an die Smart Production der Zukunft denken, die intelligent vernetzte Produktion, dann wissen wir auf Basis der Use Cases, auf Basis der Umsatzmöglichkeiten, die wir heute schon haben und zukünftig haben werden, es gibt eine elementare Ressource. Diese sind Informationen und Daten. Und dementsprechend sind Informationen und Daten und vor allem auch deren standardisierten Beschreibungen und interoperable Kommunikation dieser Daten letztendlich der Schlüssel zum Erfolg für den Maschinenanlagenbau, aber eben auch für das produzierende Gewerbe. Wir als VDMA sind nicht mit dem Startschuss OPC-UA gelaufen, sondern wir haben gesagt, unsere Mitgliedschaft, die Maschinenbauer, benötigen eben standardisierte Schnittstellen. Standardisierte Schnittstellen haben dementsprechend verschiedene Bedarfe, Requirements. Und letztendlich ging es darum, man muss auf der einen Seite eine Kommunikationsform finden, die auf einer offenen Plattform möglich ist. Ganz wichtig war das Thema Security, das Thema Unterstützung verschiedenster Protokolle und letztendlich auch die semantische Beschreibung, das heißt die Standardisierung der Schnittstellen, sodass Maschinen und Anlagen ihre Schnittstellen branchenübergreifend und herstellerübergreifend kommunizieren können. Und natürlich zu guter Letzt, das Ganze sollte bitte global genutzt, akzeptiert und in die Implementierung getragen werden können. OPC-UA war das Mittel der Wahl, weil OPC-UA einfach in diesen Bereichen die Möglichkeiten, die wir als Voraussetzung gefunden haben, erfüllt. Dazu wird sicherlich später nochmal Stefan Hoppe, Präsident OPC Foundation, auch was sagen. Letztendlich die entscheidenden Punkte: OPC-UA Companion-Spezifikation, das ist das zentrale Thema, über das wir heute sprechen. Und diese OPC-UA Companion-Spezifikation sind eben die OPC-UA-basierten Schnittstellen, Standards, die im breiten Maschinen- und Anlagenbau definiert werden. Und das Ganze nicht nur in Deutschland und Europa, sondern eben weltweit. Wenn man sich das anschaut, sieht man hier eine grobe Übersicht über die verschiedensten Aktivitäten, die im VDMA laufen. Also startend bei zum Beispiel Additive Manufacturing, aber endend zum Beispiel im Bereich Woodworking sind hier zahlreiche Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen damit beschäftigt, für die verschiedenen Maschinentypen eben diese Standards, diese OPC-UA Companion-Spezifikationen zu entwickeln. Heute haben wir hier die Holzverarbeitungsindustrie und die Werkzeugmaschinenindustrie. Fasst man das Ganze zusammen, gibt es heute mehr als 35 Arbeitskreise in mehr als 25 Bereichen des Maschinenanlagenbaus und wir vereinen mehr als 600 Unternehmen weltweit, die sich auf die Flagge geschrieben haben, sie wollen die globale Produktionssprache der Zukunft entwickeln. Das sind nicht nur Maschinenanlagenbauer, sondern natürlich auch Kunden, Automotive-Bereich zum Beispiel, aber auch die Prozessindustrie oder die IT-Industrie.
Das heißt, wir versuchen alle Stakeholder, die in diesem Bereich tätig sind und später auch die Schnittstellen nutzen werden, in den Erarbeitungsprozess einzubinden und arbeiten da international mit vielen Partnern zusammen. Wovon ich jetzt gesprochen habe und was letztendlich die Basis ist, sind die domänenspezifischen Standards. Wenn man den nächsten Schritt denkt, und darum wird es heute auch gehen, versteht man relativ schnell, dass wir natürlich auch domänenübergreifende Standards brauchen. Diese werden momentan im VDMA in der sogenannten OPCUA for Machinery beschrieben und das sind eben die Harmonisierungsaktivitäten, die wir im VDMA haben. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion. Wir haben Herrn Schunk, Vizepräsident des VDMAs und geschäftsführender Gesellschafter, CEO der Schunk GmbH und KUKA AG. Bitte, Herr Schunk. Herr Schunk sagt, die intelligent vernetzte Produktion muss lückenlos durch OPCOA-Spezifikationen standardisiert werden. Das kann nur gelingen, wenn alle Teilbranchen des Maschinen- und Anlagenbaus an einem Strang ziehen. Und natürlich der VDMA spielt dabei eine entscheidende Rolle. Herzlich willkommen, Herr Schunk. Hallo. Zusätzlich habe ich heute hier Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation. Stefan Hoppe sagt, OPCOA ist kein Protokoll. Vielmehr ist es eine Sammlung von Technologien, um einen sicheren Austausch von standardisierten Informationen vom Sensor bis in die Cloud and back zu ermöglichen. Herr Hoppe, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Wir haben heute hier Herrn Esslinger von der HOMAG GmbH. Er ist Director Methods, Tools, Systeme. Und Herr Esslinger sagt, mit OPCOA und den Companion-Spezifikationen schaffen wir es, die Kommunikation zwischen den Maschinen und der Kunden-IT zu standardisieren. Und durch den Entfall der bisher üblichen kundenspezifischen Programmierung der Schnittstellen kommen wir unserem Ziel von Plug and Produce ein großes Stück näher. Herzlich willkommen, Herr Esslinger. Danke. Und last but not least haben wir natürlich noch Andreas Wohlfeld aus dem Bereich Lead Architect Smart Factory von Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH und KUKA AG. Und Herr Wohlfeld sagt ganz richtig, interoperable Kommunikation ist eine wichtige Grundlage der modernen Produktion. Und um hier voranzukommen, braucht es die Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Und dabei kann jeder mitmachen, sowohl in der Standardisierung als auch in der konsequenten Anwendung in den eigenen Produkten. Herzlich willkommen. Hallo. Wir starten in der Gruppe mit einer allgemeinen Frage an Herrn Schunk. Wir haben gehört, der VDMA, breite Technologie, ganz viele Unternehmen. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, warum ist der VDMA letztendlich genau der Player, vielleicht auch der weltweite Player, um sowas zu machen für den ganzen Maschinenanlagenbau, was uns gemeinschaftlich treibt und trägt? Der VDMA hat den Vorteil, dass er in der Breite unerreicht ist mit seinem Mitgliedsunternehmen. Sie haben es erwähnt, Herr Fahd, mit über 3000 Mitgliedsunternehmen können wir die ganze Technologiebreite abdecken, die eine solche Standardisierungsoffensive notwendig macht. Wir sind international aufgestellt, also haben überall unsere Niederlassungen, sind Exportweltmeister als Maschinenbauer, sind in die Politik gut vernetzt, wenn auch die Politik in die Thematik über Gesetzgebungen mitwirken will, dass wir dieses Thema aus Deutschland, Europa heraus massiv in die Welt treiben. Und es gibt keinen besseren Ort mit der Aufstellung und der Basis als den Verband VDMA, um das Thema mit Schubkraft vorwärts zu bringen. Danke. Jetzt haben wir heute hier unter anderem Herrn Esslinger aus dem Bereich Woodworking Machinery, ein Teilnehmer eben in solcher Spezifikationsarbeit. Herr Esslinger, für Sie als HOMAG oder vielleicht auch für die ganze Branche der Holzmaschinenindustrie, warum sind OPCOA Companion-Spezifikationen dann Thema? Was erhofft man sich davon und warum hat sich HOMAG letztendlich entschieden, hier wirklich aktiv und treibend dabei zu sein? Also wir glauben, eine Standardisierung bringt immer was, bringt jedem was. Und wir haben uns dann in dem Bereich engagiert, weil wir das sehen, wir werden konfrontiert mit zig verschiedenen Schnittstellen, die unsere Kunden wollen, die unsere Maschinen haben. Nicht jeder Kunde hat die Maschinen nur von einem Hersteller, sondern von verschiedenen Herstellern. Das ist eine Sammelsurium. Jedes Mal haben wir einen riesen Aufwand, diese ganzen Schnittstellen zu spezifizieren, zu programmieren. Und da sehen wir mit OPCOA und den Companion-Spezifikationen die Chance, dass wir hier zu einem Standard kommen, dass es wirklich
Plug and Produce wird, dass wir wirklich hier dazu kommen, die Maschinen einfach miteinander zu koppeln, ohne dass ich jedes Mal einen riesen Aufwand habe, sowohl auf unserer Seite zum Programmieren, aber auch auf der Kundenseite, weil dort die MES-Systeme, wer auch immer die Daten verwenden möchte, auch die brauchen immer eine komplette Spezifizierung, eine komplette Neuprogrammierung, und auf diese Art und Weise kommen wir wirklich diesem Ideal sehr nahe, dass wir nur noch einstecken müssen, es funktioniert. Andreas Wohlfeld, Werkzeugmaschinen, vielleicht ähnlich, aber was gibt es zu ergänzen? Ja, also sehe ich schon genauso. Gerade der Punkt, der angesprochen wurde, die verschiedenen Maschinen, also Maschinen von verschiedenen Herstellern in einer Produktion, das Bedürfnis oder die Notwendigkeit immer anpassen zu müssen, wenn eine neue Maschine in so eine Produktion reinkommt, entweder auf Maschinenseite oder auf der Seite der umgebenden IT, das ist auf jeden Fall ein Thema, und das ist auch was uns in unserem Bereich, in unserer Branche da getrieben hat, in die Standardisierung zu gehen, und die Dinge, die da vereinheitlichbar sind, davon sprechen wir bei Standardisierung, die eben gemeinsam abzuhandeln, sodass diese Integration einfacher wird. Ja, letztendlich entspricht das dem, was auch viele Maschinenanlagenbauer eben im VDMA dazu treibt, diese Spezifikation zu entwickeln. Aber Stefan Hoppe, wir machen das ja nicht nur im VDMA aus deutscher, europäischer Sicht, sondern das Ganze wird ja international getrieben, auch zusammen eben mit der OPC Foundation. Vielleicht unseren Zuschauern eine Einschätzung geben, OPC-UA, ist das was Europäisches? Wo wird das angewendet weltweit? Sind vielleicht auch Kunden dabei? Oder wie ist letztendlich so das Big Picture über die Welt? Die OPC Foundation ist eine internationale Non-Profit-Organisation. Die Technologie umspannt die ganze Welt quasi. Initiativen in China, in Korea, in Singapur haben OPC-UA als nationalen Standard deklariert, um auch für deren Initiative der Digitalisierung das nach vorne zu bringen. Die Standardisierung hat in Gruppen stattgefunden, die weltweit zusammenarbeiten. Also für uns ist virtuelle Zusammenarbeit bei der Standardisierung eigentlich gar nichts Neues. Wir machen das nicht nur jetzt in dieser Pandemiesituation, sondern eigentlich schon ganz lange so, weil internationale Gruppen immer zusammenarbeiten. Und die Anwender sind in vielfältigen Branchen. Das geht los von der Öl- und Gasindustrie, MDIS, die wir hier vielleicht gar nicht so uns bewusst ist, was uns gar nicht so klar ist. Zu Mitgliedern gehören aber auch die Samsungs, die Foxconns, die Volkswagens. Renault hat gerade gestern gesagt, dass sie an Cloud-Systeme angebunden haben. Also sehr, sehr vielfältig. Das skaliert wirklich von den Fabriken, von den Anwendern bis oben in die IT-Systeme zu den Microsofts, Googles, SAPs, die auch alle Mitglied sind. Ja. Letztendlich ist das ja auch einer der Gründe, warum wir so nah miteinander kooperieren. OPC Foundation im Prinzip als Träger der OPC-UA-Technologie und der VDMA mit den Mitgliedern, die eben das Domänenwissen in diese Standards tragen können, und das Ganze eben partnerschaftlich global getrieben. Herr Schunk, jetzt haben wir viel gehört. Companion-Spezifikationen, Bedarfe, OPC-UA ist weltweit. Um so eine Weltsprache der Produktion zu entwickeln. Und letztendlich der VDMA hat sich diese Rolle gegeben. Was sind denn vielleicht die Herausforderungen für den VDMA, oder welche Veränderungen muss der VDMA nach innen, aber vielleicht auch nach außen bewirken in nächster Zeit? Gut, die Herausforderung ist, dass jetzt über das Domainwissen, das in den Fachbereichen vorliegt und wo gerade in den Fachbereichen intensiv gearbeitet wird, vom Use Case in den Business Case wandert und so konkret wie möglich auf dem Shopfloor in den Einsatz kommt. Und mit Disziplin müssen eigentlich alle verantwortlichen Firmen oder Firmen, die sich verantwortlich für die Thematik fühlen und ihre Leute abstellen, sicherstellen, dass man vorwärts kommt, dass Geschwindigkeit weiter hochgehalten wird. Und es gibt hier eine einmalige Chance, natürlich sich in der Welt, wie Sie sagten, eine Weltsprache zu entwickeln und Europa in alle Regionen vorwärts zu bringen mit unserem Thema. Es wird sicherlich eine Herausforderung sein, dass dann das Andocken auch amerikanischer Hersteller und asiatischer Hersteller bewerkstelligt werden kann. Wie gesagt, aus einem starken Zentrum Europa heraus. Und da kommt es einfach auf Kollaboration an, auf Offenheit. Das bietet ja die ganze OPC-Thematik. Und man muss die Chancen nutzen, die jetzt kommen, und muss sich intensiv
mit dem Umfeld, was als Komponentenhersteller um einen rum passiert, auseinandersetzen, damit man auch verstehen kann, welche Schnittstellen sind das Thema und wie können Firmen noch viel besser mit ihren Daten interagieren und für neue Services dadurch liefern. Ja, jetzt haben Sie gesagt, Komponenten und Umfeld, letztendlich da ganz wichtig natürlich, dass gleiche Inhalte in Standards nicht domänenspezifisch entwickelt werden, sondern übergreifend. Und Andreas Wohlfeld und auch Herr Esslinger, beide ja im Bereich Harmonisierung im VDMA aktiv. Vielleicht erstmal die Einschätzung, was passiert mit der Harmonisierung, warum ist das so wichtig und warum ist vielleicht auch der VDMA einer der geeigneten Plattformen dafür? Gut, wir haben ja jetzt schon gehört, dass die Informationsmodelle, die hauptsächlich entwickelt werden, sind domänenspezifisch. Das heißt, die bilden das Wissen einer Domäne ab. Wir haben es von der Holzbearbeitungsindustrie gehört. Wir machen das im Bereich der Werkzeugmaschinen, also eher Metallbearbeitung. Und jetzt ist es aber ja so, wenn man auf den VDMA guckt, die Breite wurde gerade auch schon angesprochen, der Technologien. Und wir haben auch beide vorhin schon gesagt, in so einer Fertigung, gut, da steht jetzt nicht unbedingt eine Holzbearbeitungsmaschine neben einem Drehfräszentrum, was Metall bearbeitet, aber trotzdem ist in so einer Fertigung typischerweise sind unterschiedliche Bearbeitungstechnologien von unterschiedlichen Herstellern zu finden. Und wenn das jetzt jeder, also wir haben schon gesagt, wir kommen von der herstellerspezifischen Sprache weg, herstellerspezifischen Schnittstelle, aber wenn jetzt mehrere dieser Domänen in einer Fertigung nebeneinander stehen, also keine Ahnung, sagen wir mal ein Drehfräszentrum neben einer Bohrmaschine, ja, und die sind mit eigenen domänenspezifischen Modellen beschrieben, dann habe ich das Ganze nur eine Ebene höher gehoben, aber ich habe immer noch dieses Problem, dass es sich nicht gleich abbildet. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema Harmonisierung, dass wir eben gucken über die verschiedenen Domänen hinweg, was lässt sich denn da noch einheitlich abbilden? Also was ist denn gemeinsam? Und das ein Beispiel, was eigentlich immer ganz gut verständlich ist, gegenüber dem übergeordneten System, dem Fertigungsleitsystem, sollen sich die Maschinen aus den unterschiedlichen Domänen gleich identifizieren, sodass dieses System relativ leicht sagen kann, okay, in der Fertigung, da steht eine Laserschneidanlage von Trumpf, ja, und ein Drehfräszentrum von dem Hersteller und dieses und jenes. Dann kann das System damit erstmal noch weiter nichts machen, aber es kann zumindest feststellen, was ist alles da, von wem ist es, welche Eigenschaften hat es, ja, das, was wir da halt in diesem Teil standardisiert haben. Und das ist auch so ein Beispielthema, wo wir relativ früh gesehen haben, dass natürlich jede Gruppe für sich hergeht und dieses Thema beschreibt. Und deswegen haben wir das auf diese Harmonisierungsebene gehoben, diesen Machinery-Standard, von dem wir schon gehört haben, und haben gesagt, das muss dort beschrieben werden, der dann für alle Branchen, die im VDMA vertreten sind, gilt, sodass eben alle diese Branchen einheitlich, also die Produkte aus diesen Branchen einheitlich in so einer Fertigung identifizierbar sind. Und da gibt es weitere Beispiele, wo das natürlich analog genauso gilt. Ja. Das heißt, wir haben... Vielleicht würde ich noch eine Stufe weitergehen. Wenn ich jetzt unsere Kunden anschaue, zum Beispiel die Büromöbelindustrie, wenn sich mal einer sich so einen Schreibtisch anschaut, da ist durchaus auch sehr viel Metall drin. Also es ist nicht so, dass so ein Möbelhersteller nur rein Holzbearbeitungsmaschinen hat von verschiedenen Herstellern, sondern es gibt durchaus auch Metallbearbeitungsmaschinen. Wenn ich mir dann sonst die Möbel anschaue, da ist mittlerweile auch einiges an Kunststoff drin. Also da kann schon auch mal noch eine Spritzgussmaschine in der Fertigung drinstehen. Ganz zu schweigen von Druckluftversorgung, Absauganlage, Heizung und so weiter. Was man ja heute in alles in Bezug auf Energiemanagement und so weiter, von jeder dieser Komponenten braucht man ja Daten. Und von dem her läuft es nicht nur in so einer, ich nenne es mal jetzt vielleicht breiter gefächerten Branche, sondern geht über die ganzen Branchen hinaus. Also man trifft fast, ich will jetzt sagen den ganzen VDMA, aber doch sehr viele dieser einzelnen VDMA-Bereiche trifft man bei unseren Kunden durchaus an. Und deshalb ist für mich auch das Machinery über das raus, das reine Machining, sondern was da drumherum ist, auch noch ein ganz interessantes Thema. Und deshalb auch das Thema Machinery für mich ein extrem wichtiges. Und was uns beide ja trifft, wenn ich das auch noch ergänzen darf, im VDMA sind ja nicht nur die Hersteller von den Maschinen, sondern auch von den Komponenten vertreten. Ja. Ja, und das ist natürlich was beide Branchen und noch eine ganze Reihe andere Branchen betrifft, dass wir ja Komponenten von unterschiedlichen Herstellern verbauen. Und dann sind wir sozusagen das Fertigungssystem, was unterschiedliche Dinge anbinden muss, damit wir die Daten haben, die wir wieder nach außen zur Verfügung stellen. Also das geht ja auch über verschiedene Ebenen in der Fertigung.
Ja, wir machen es uns immer bewusst auf dieser Ebene Maschine gegenüber dem Fertigungsleitsystem oder so, aber das gilt natürlich nach innen in die Maschine analog ganz genauso. Letztendlich ist es ja auch so, dass der Maschinenanlagenbau ein Stück weit Enabler für das verarbeitende Gewerbe ist. Und wir haben es natürlich eben genau richtig gehört, in der Möbelfabrik, bleiben wir dabei, ist es natürlich essentiell, dass dort, wo alles auf dem Shopfloor zusammenkommt, dass auch alles zusammenpasst. Herr Schunk, vielleicht noch mal kurz eine Einschätzung bei uns im VDMA. Wir haben in erster Linie natürlich den Maschinenanlagenbau in der Mitgliedschaft, aber trotzdem sind wir auch eng mit dem verarbeitenden Gewerbe in Zusammenarbeit. Was macht diese Zusammenarbeit vielleicht aus und was ist vielleicht die Rolle des Maschinenbaus auch in Bezug auf die Produktionszentren der Welt? Die Rolle macht aus, dass einfach, wie Sie gesagt haben, die Breite unserer Fachverbände bringt schon mal das Schwungrad ins Laufen, führt dazu, dass wir uns über ganz viele Themen der Digitalisierung auseinandersetzen müssen und miteinander arbeiten müssen. Und ich denke, der Footprint der Maschinenbauer oder der ganzen Mitgliedsfirmen des VDMAs international ist so gut vorhanden, dass es eine große Chance gibt, dass wir da wirklich federführend in der Welt uns durchsetzen, wenn wir es schaffen, dass nicht nur in den Fachbereichen der Durchstich vertikal gelingt, sondern über die Fachbereiche hinweg, über die Harmonisierung, wie Sie gesagt haben, ein noch besseres Verständnis für Anlagen, Komponenten, Subsysteme generiert werden kann, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien, auch des verarbeitenden Gewerbes, noch mal zu erhöhen im internationalen Vergleich. Ja. Herr Haupe, jetzt sind wir schon im Bereich im Prinzip Nutzung, Mehrwerte. Vielleicht gibt es da auch was man noch mal richtig stellen muss. Man hört ja ganz oft OPC-UA, das Protokoll für Interoperabilität. Bitte. Muss ich schon wieder richtig stellen. Ja. OPC-UA ist kein Protokoll. Ich muss das immer ganz häufig sagen. Es ist viel, viel mehr. Vielleicht ist das die bessere Beschreibung. Man kann OPC-UA nicht mit einem anderen Protokoll vergleichen, mit Modbus, mit MQTT. Die schieben Daten von einer Stelle zu einer anderen Stelle. Haben teilweise auch Security drin, das ist okay, aber OPC ist eben viel, viel mehr. Das ist ein Gesamtpaket, wo ich nehme mal zwei Beispiele einfach raus, sonst könnte ich ganz lange reden. Es geht los mit Discovern, Finden von Geräten im Feld. Das macht man nicht mit Modbus oder mit anderen Protokollen. Das geht aber auch auf komplexeren Ebenen, dass wir Informationen nehmen, die andere standardisieren und die über verschiedene Transportkanäle austauschen können, weil es heute keinen einzigen Transportkanal gibt, der wirklich von der Feldebene mit Determinismus bis oben in die Cloud skaliert. Und OPC-UA hat dann so Mechanismen drin, dass ich im Bereich, wo ich verteilte Systeme habe, Wasserwirtschaft oder sonst was, brauche ich vielleicht gar nicht so häufig zyklisch abfragen, aber vielleicht bricht zwischendurch mal die Telekommunikationsübertragung ab. Und wenn die Übertragung abbricht, bedeutet das aber mit OPC-UA nicht, dass Informationen verloren gehen, weil intern alle Informationen Handshake-Mechanismen haben, Sequence-Nummern werden verteilt. Also jemand weiß genau, ich habe 2 Informationen verpasst, ich kann die nochmal neu anfragen. Und alles das ist in anderen Protokollen teilweise nicht drin. Also OPC-UA hebt das Ganze auf eine viel höhere Stufe, ist ein Werkzeug, um Daten und Schnittstellen zu modellieren, die dann mit integrierter Security über verschiedene Protokolle im Bauch abzufahren. Und eigentlich ist OPC damit sozusagen nur der Enabler hier für die anderen Herren, weil nur OPC zu haben ist schon ganz gut, weil es sehr mächtig ist, aber der eigentliche, wirkliche wertvolle Anteil kommt durch die Definition der eigentlichen Daten. Das heißt, die Frage, nehme ich OPC-UA oder MQTT, stellt sich eigentlich nicht, weil beides geht? Oder? OPC-UA nutzt sogar MQTT, aber eben auch TCP und UDP und AMQP und ich könnte noch viel mehr aufzählen. Und wir erweitern das auch noch in Bereiche. Wir erweitern mit neuen Infrastrukturtechnologien für Ethernet APL und TSN und anderen, um weiter in bestimmte Use Cases hineinzukommen.
Also ich kann mit OPCOA über MQTT zu der konkreten Frage Daten transportieren. Sie kommen dann aber standardisiert und genormt in der Cloud an, so wie das die Companion-Spezifikationen eben vorgegeben haben. Und nicht jeder schickt seine eigenen Daten in seiner eigenen Art und Weise per MQTT los. Also der Plug-and-Play-Gedanke ist ganz wichtig. Das treibt mich zu der Frage für den Esslinger. Wir haben ja gesagt, im Prinzip die Kunden, auch die Maschinenbauer zu ihren Lieferanten, aber natürlich auch das produzierende Gewerbe, müssen eigentlich vielleicht auch nach OPCOA und Companion-Spezifikationen aktiv bei ihren Lieferanten mal nachfragen. Ist das schon die Antwort gewesen, warum, oder wie sehen Sie das? Ja, also der Name OPCOA als eine Art der Kommunikation, die über verschiedene Arten von Netzwerken oder Protokollen funktioniert, das ist bei unseren Kunden durchaus schon angekommen. Aber sie haben so nicht ganz verstanden, was jetzt die Companion-Spezifikation darauf noch wirklich für sie als Mehrwert bringt. Das ist sicher noch ein Thema. Aber mittlerweile kommen viele Kunden auf uns zu und sagen, ich möchte meine Kommunikation, wenn ich eine Maschine kaufe, über OPCOA haben. Und dann frage ich, ja, was hättest du denn gern für Daten? Und das reicht eben genau nicht, wenn ich das beschreiben darf. Das ist, also wenn ich das Bild nehmen kann von Lego-Bausteinen. Ja. Ich kann mir so einen ganzen Klumpen Lego-Bausteine nehmen mit grünen, roten, blauen und kleinen und großen. Das ist so ein bisschen OPCOA. Da sind jeder Baustein hat eine Funktionalität, Discovery, Security, Beschreibung. Und die Companion-Spezifikationen machen jetzt die Lego-Pakete daraus und sagen, das ist... Oh, jetzt ist die Zeit bei mir lange vorbei. Der Hubschrauber oder das Schiff, genau, gut. So, und trotzdem sorgen wir von der OPC Foundation dazu, dass ein paar Bausteine in allen Paketen immer gleich sind, weil sonst wäre die Interoperabilität nicht da. Aber das heißt, in diesen Paketen habe ich Basisbausteine, die sind überall drin, und ich habe optionale Pakete drin, die dafür zugeschnitten sind. Ja? Ja. Wir werden jetzt auf dieser Basis von dieser Companion-Spezifikation dann eben Pakete machen, wo wir sagen, diese Art von Information, lieber Kunde, schau, die haben wir hier mal zusammen mit anderen definiert, das ist standardisiert, und mit dem kriegst du jetzt mal deine wesentlichen Daten schon mal an. Schau dir das mal an. Das müsste dir eigentlich für die Kommunikation, die du machen willst, dann ausreichen. Und wenn er dann kommt und sagt, ja, aber das bräuchte ich auch und das bräuchte ich auch noch, okay, auch das gibt's. Man kann ja immer noch nachspezifizieren, zusätzliche Dinge dann reinmachen, kundenspezifisch, auftragsspezifisch, so flexibel müssen wir sein. Aber ich gehe davon aus, dass wir 95–98% hoffentlich mit dieser Companion-Spezifikation dann ihm einfach geben können, sagen, so, jetzt fängst du mal damit an, lebst mal mit diesen Daten und aus diesen raus stellst dann vielleicht fest, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, was noch bräuchst, dann können wir es immer noch erweitern, aber fang doch jetzt mal bitte mit diesem Standard an, den wir da definiert haben und den auch deine ganzen anderen Wettbewerber mittlerweile als einen Standard angesehen haben und ihre Maschinen genauso kommunizieren lassen. Das ist dann auch genau die Antwort, was der Kunde eigentlich bestellen muss. Ja. Der darf nicht sagen, ich hätte gern was mit OPC von HOMAG oder mit OPCOA und da muss ein Server-Client drin sein. Das reicht nicht. Dann weiß ich nur, ich habe 25 Lego-Bausteine. Der muss genau bestellen, ich hätte gerne die Companion-Spezifikation mit der Nummer, ganz klar. Und da ist genau drin beschrieben, welche Bausteine sind drin, über welche Ports wird kommuniziert. Das ist in der Zusammenarbeit OPCOA und der Companion-Spec ist das genau das 100%ige Versprechen für Interoperabilität. Ja. Und das muss der Kunde bestellen. Das heißt, was man im Prinzip auch ganz maßgeblich braucht, ist die Kommunikation zwischen Kunde und Maschinenhersteller, sodass man sagt, na klar, man einigt sich auf einen Standard, aber letztendlich geht es ja wahrscheinlich trotzdem auch darum, diese beiden Welten, die miteinander funktionieren, ein Stück weit ja auch zusammenzubringen. Jetzt gibt es seit Anfang des Jahres zwischen VDMA und VDW die Aktivität UMATI, Universal Machine Technology Interface. Und Herr Wohlfahrt, da sind Sie ja im Prinzip von erster Stunde dabei gewesen. Vielleicht noch mal kurz für unsere Zuschauer, was ist eigentlich UMATI? Und vor allem, was wird UMATI vielleicht auch werden? Ja, also wo ist vielleicht auch der Appell an Maschinenbauer, aber auch das verarbeitende Gewerbe? Also vielleicht in Anknüpfung an das, was wir gerade gehört haben. Ja, die Companion-Spezifikation zusammen mit der Grundspezifikation OPCOA, die machen ja eins viel einfacher, nämlich ein Lastenheft zu schreiben. Wie bestelle ich denn? Ja? Bisher sind die Kunden hergegangen und haben ganz genau aufgeschrieben, ich will das Signal und ich will so und so weiter und wir tauschen es darüber aus. Das war ein technischer Prozess. Heute kann ich im Prinzip in so ein Lastenheft reinschreiben, ich will auf Basis von OPCOA mit der Companion-Spezifikation und dieses Profil und dann ist eigentlich alles klar. Und wenn dann der Punkt kommt, was der Herr Esslinger gerade gesagt hat,
da ist 1, 2 Signale, Informationen noch nicht drin, dann wird die der Maschinenhersteller zusätzlich bereitstellen, aber wieder auf Basis von OPC-UA, wieder auf der gleichen Grundlage, über die schon gesprochen ist. So, und UMATI ist jetzt sozusagen noch mal ein bisschen der größere Rahmen drumherum. Da geht es darum nochmal, wie soll ich sagen, es ist entstanden eigentlich beim VDW seinerzeit in der Diskussion rund um die Companion-Spezifikation, die wir jetzt gerade rausgebracht haben für die Werkzeugmaschinen. Und die Überlegung war, wie kann man dieses Qualitätsversprechen sozusagen, also diesen Prozess der Bestellung zwischen Kunde und Lieferant noch ein Stück einfacher machen. Also wie kann ich dem Kunden auch die Garantie, dass er das bekommt, was er bestellt, noch höher sozusagen machen. Und dann geht es darum, hat der Hersteller, der jetzt sagt, ich liefere das Produkt mit der und der Spezifikation, hat er das nur selber so festgelegt und hat gesagt, ja, ich habe es gemacht, oder hat es noch jemand geprüft? Dann steckt vor allem aber halt auch der Aspekt, und deswegen ist ja auch das Schöne, dass die beiden Verbände da zusammengekommen sind und den Geltungsbereich dieser Marke noch größer gemacht haben. Da steckt ja vor allem dieser Aspekt der Community drin. Ja, dass man noch stärker zusammenkommt. Also das, was heute ja bei den einzelnen Companion-Spezifikationen zwischen eigentlich einem Fachverband in einem Verband und der OPC Foundation jeweils in einer Joint Working Group angegangen wird, dass man das nochmal auf die höhere Stufe hebt. Und das, was wir jetzt schon besprochen haben mit der Harmonization, das ist quasi die technische Facette davon, dass wir gucken, dass wir es auf immer höheren Ebenen die gemeinsamen Nenner finden. Das ist sozusagen der organisatorische Rahmen darum, dass man sowas eben auch macht und sagt, wir gucken, dass wir Marketing, Community und so weiter, diese Dinge für einen möglichst großen Geltungsbereich haben und damit eben auch so dass wir dann alle die Hersteller, die daran beteiligt sind oder die in den Verbänden organisiert sind, alle mit einer Stimme sprechen und aber auch dieses Label nutzen können und sagen können, mein Produkt hält sich an die Regeln, die dort vereinbart sind, also hält sich an das, was im Standard OPC-UA vereinbart ist, hält sich an bestimmte Companion-Spezifikationen und hält sich an die Regeln, die sich diese Community UMATI eben auch noch gegeben hat, darüber hinaus. Gut, das ist ja was in Entwicklung ist, was kommen wird. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage an Herrn Hoppe. Wenn heute ein kleines Unternehmen, kein absolut Digitalisierungsexperte, kein Riesenunternehmen, was das mit Links macht und 100 Leute in der F&E-Abteilung hat, OPC-UA verwenden will. Als kurze Info, was müssten solche Unternehmen tun, um das jetzt zum Laufen zu kriegen? Naja, die Frage ist es jetzt eine kleine Firma, die produziert und dort Maschinen stehen hat? Oder ist es eine kleine Firma, die ein Gerät, eine Maschine herstellt und die am Markt platzieren will? Also auf beide Teile eben eingegangen. Diejenigen, die selber produzieren und dort bestehende Maschinen haben, die werden ja nicht einfach aussortiert und man kauft eben was Neues. Das mache ich ja mit anderen Dingen im privaten Leben auch nicht. Da setze ich einen Adapter vor. Und dieser Adapter liefert dann nach außen, nach oben in die IT eben eine standardisierte Schnittstelle. Die kann man für relativ kleines Geld kaufen. Man sollte möglichst darauf achten, dass dieser Adapter, dieser Konverter schon Informationsmodelle laden kann. Nach außen ist er dann eine standardisierte Spritzgießmaschine und nach unten sammelt er sich die Daten dann irgendwie proprietär zusammen. Und wenn ich wenn ich Hersteller bin für kleine Maschinen, für Geräte, da habe ich umso mehr Vorteile davon. Ich sollte zu einem Toolkit-Hersteller gehen, da habe ich einen schnelleren Start. Ich brauche nicht selber erst einen Entwickler lange entwickeln zu lassen. Rate ich also dazu, nichts gegen Open Source, das ist auch verfügbar, aber als kleine Firma, die da wenig Erfahrung hat, würde ich mir Hilfe holen, würde ein Toolkit kaufen, würde das in 1, 2, 3 Monaten integrieren und verkaufe dann in einen größeren Markt, wo sich große tummeln. Gerade als kleine mittelständische Firma habe ich in einem standardisierten Markt viel höhere Möglichkeiten. Also nicht Ersetzen der Produkte des Maschinenbaus, sondern eben in neue Möglichkeiten einbringen. Ja. Ich glaube, wenn ich da einsteigen darf, also ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Facetten, die gerade angesprochen sind, ist, bin ich Hersteller oder bin ich Anwender? Weil als Anwender sollte ich idealerweise eigentlich mit der Umsetzung, der Implementierung gar nichts zu tun haben. Ja, sondern ich gehe auf meine Lieferanten zu und sage, ich will von euch, dass ihr das macht. Und ob das jetzt in einer neuen Maschine ist oder in einer alten Maschine, erstmal ist es eine Anforderung und wir müssen die umsetzen.
Ja? Ja. Und da unterscheidet sich es, also ich muss mich entweder mit der Implementierung auseinandersetzen, wirklich im Produkt, oder halt in der Anwendung, aber dann ist es vor allen Dingen, dass ich gucken muss, ich kriege das von meinen Lieferanten sowohl auf der Maschinenseite als auch auf der Softwareseite, die dann die Maschinen wieder integriert. Ja, bevor wir jetzt einen kleinen Film zeigen von Labs Network Industrie 4.0, wo man eben auch als kleines Unternehmen solche OPC-UA-Schnittstellen erproben kann, vielleicht nochmal eine ganz kurze Ausblick, Herr Schunk. Wir haben jetzt viel gehört, Informationen, Daten, Schnittstellen. Ich mache eine Zeitreise, Maschinenbau 2030. Wie sieht das aus? Maschinenbau 2030 ist ein datengetriebenes Produktionsmodell, wo die Datenleitstände mir sagen, wie performant ist meine Unternehmung, wenn ich Endanwender bin, wo der Datenaustausch durch OPC-UA so stattfindet, dass die Dinge miteinander ohne Probleme sprechen, also Plug and Produce ist das Stichwort, wo Fähigkeiten, Skills von Komponenten ideal zusammenspielen mit Anlagen und wo man hoffentlich von der Wertschöpfung her nochmal einen Quantensprung erleben darf zu dem, was wir jetzt haben. Aber wir sind uns einig, dass wir da einiges an Arbeit vor uns haben, und wenn unsere Mitgliedsfirmen, noch mehr Mitgliedsfirmen des VDMAs mitmachen und sich der OPC-UA-Thematik anschließen, habe ich keine Sorge, dass wir da richtig an Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich, die wir schon haben, gewinnen können. Super, vielen Dank. Film ab. Labs Network Industry 4.0 is a pre-competitive, non-profit, neutral German association. Testing and testing in testbeds in a larger scale, in a multi-vendor setting on a global range is key to success to prove and to verify companion specifications. That means semantic information models. The OPC Foundation is a global non-profit organization with more than 780 members worldwide. We are working on OPC UA and with partners on companion specification as a promise for industrial interoperability. Inside the VDMA, the largest industrial association in Europe, in more than 35 working groups, domain experts from over 600 companies are standardizing the interfaces for the mechanical and engineering industry. The global production language. The University of Ravensburg-Weingarten is the ideal host and place for the competitive testing of the companion specification. For this purpose, we have a demonstrator in our lab, which is supervised by 2 laboratory engineers. Companion specifications, so semantic information models, are available for different components, technologies, and also machines. In this demonstrator, we find robotics, auto identification, scales, and in the future also industrial vision. These companion specifications are fully browsable and interoperable. In this demonstrator, we present how this can be realized. The robot transports the components from a starting point to a first scale, only with companion specifications. The array is saved and can be read by an RFID reader. A second scale from a different vendor is used to check the array. For the future, an industrial vision system will be used. All companion specifications in this demonstrator will be integrated in OPC UA for machinery in the future. The multi-vendor testing in this testbed here in Weingarten that we present in this demonstrator proves that easy and cost-effective interoperability is possible already today. We heartily invite you as a neutral association to participate in that testbed and to try out everything, including your technologies. Ja, das eben eine Möglichkeit, vielleicht auch OPC-UA-Spezifikationen mal auszuprobieren, eben auch hardware-spezifisch. Das Video wurde natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
Wir haben ein paar Fragen aus dem Zuschauerraum. Wir werden nicht alle beantworten können. Aber wir haben die wichtigsten oder meistgeklicksten rausgesucht und wir starten mit einer Frage, da geht es um Brownfield. OPCOA-Companion-Spezifikationen sind gesetzt, davon geht der Fragende aus. Aber jetzt ist natürlich die Frage, manchmal kann vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen kein OPCOA nachgerüstet werden. Oder für wenige Daten ist zu viel Overhead dargestellt in OPCOA. Ist das korrekt oder was ist letztendlich die Möglichkeit, vielleicht Herr Hoppe, OPC Foundation, da ein bisschen Klarheit zu schaffen? Ja, das ist wieder die Frage, was ich miteinander vergleiche. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur 3 Datenpunkte und kann ich die nicht schneller und einfacher mit weniger, ich zähle die Bits auf dem Draht und ist es mit Modbus nicht doch einfacher? Kann sein, ja. Dann mach das doch so, aber dann bist du eben nicht Teil der standardisierten, digitalisierten Welt. Zu den Kosten, das sehe ich nicht so. Nochmal, wir haben eben, es ist korrekt dargestellt worden, der Hersteller, der eine Maschine geliefert hat, der sollte angesprochen werden, kannst du diese Maschine nachträglich mit dieser Companion-Spezifikation und OPCOA-Technik erweitern. Entweder kann er das dort noch hineinbringen, das ist irgendeine PC-basierte Steuerung, oder er sagt, nee, ich kaufe dir ein Kästchen davor, ich biete dir ein Kästchen davor an. Dann macht das der Hersteller. Vielleicht ist es aber auch so, es gibt am Markt, es ist ein offener Markt, findet man genügend Kästchen, die kosten unter 500 € und ich kann direkt einfach 3 Maschinen anschließen, ohne dass ich an der Maschine irgendwas tun muss. Das ist ja ganz wichtig. Ich will aus Gewährleistungsgründen die Maschine gar nicht anfassen. Also ein TCP-IP-Stecker rein in das Gateway und nach oben kann ich kommunizieren. Finde ich jetzt ziemlich einfach. Kleiner 500 € für produzierende Maschinen sollte man einmal investieren können, um schnell standardisierte Daten mit Security zu haben. Ja. Ich habe was zucken sehen. Ja, also das ist alles komplett richtig. Ich glaube, man muss eine Einschränkung ein bisschen machen, jetzt aus Maschinenherstellersicht. Das ist ja ein bisschen was anderes als, es gibt immer den Vergleich mit den Handys, ja. Aber wenn wir uns angucken, wie wir mit unseren Handys umgehen, die sind halt so, alle 2, 3 Jahre werden die ersetzt, bei vielen auch noch schneller. Das ist ja bei so einer Maschine, die in der Produktion steht, deutlich anders. Ja. Also da ist eine Größenordnung mehr, 20 Jahre ist da jetzt nicht so selten. Und irgendwann ist es nicht mehr, also gibt die Technik, die drin verbaut ist, es schon nicht mehr her, da noch neuere Softwarefunktionalität draufzubringen. Und das ist so der limitierende Faktor für diese Nachrüstung, weil was ich brauche, auch mit so einer Vorschaltbox oder auch wenn ich es als Hersteller selber mache, ist, die Information muss in der Maschine vorhanden sein. Klar. Ja, und wenn jetzt eine Companion-Spezifikation bestimmte Sachen vorschreibt und die sind in dieser Maschine nicht vorhanden und die Hardware ist so alt, dass ich die Funktionalität nicht mehr draufbringen kann, dann komme ich da an eine Grenze. Ja, aber ansonsten ist das alles tatsächlich so, wie es beschrieben ist, es ist machbar. Und das Limit ist eher, kann ich die Funktionalität oder den Informationsgehalt noch bereitstellen, sodass ich es dann eben auch auf OPCOA umsetzen und übertragen kann. Übrigens habe ich gerade vergessen, es ist ja nicht immer die Kiste, also wir wollen immer was anfassen und was sehen. Ne? Ein Adapter kann auch einfach nur Software sein, der läuft auf einer virtuellen Maschine, also man muss es nicht immer anfassen können. Ja. Jetzt haben wir noch eine zweite Frage, die schließt sich fast an, so ähnlich, Use-Case-basierte Schnittstellen. In der OPCOA for Machinery haben wir natürlich Use Cases, die sich vielleicht auch dann wirtschaftlich mit einem Mehrwert belegen lassen in der Nutzung. Aber vielleicht gerade aus dem Bereich Woodworking, ich weiß, ihr habt ja auch Use Case basiert eure Spezifikationen entwickelt. Ja. Was hat das für eine Rolle? Und ich weiß, bei den Werkzeugmaschinen ist das auch passiert, aber vielleicht machen wir es mal aus Sicht der Holzindustrie. Ja, wir haben jetzt uns zuerst überlegt, was will eigentlich der Kunde? Was hilft ihm weiter? Was bringt ihm mehr Produktivität in seinen Maschinen? Was rechnet sich für ihn da, wenn er diese Informationen hat? Und so haben wir verschiedene Use Cases aufgestellt, haben die in ein Ranking gebracht und haben dann mehr oder weniger oben angefangen und haben gesagt, so jetzt machen wir das erste, das zweite, das dritte. Irgendwann sagen wir dann mal so, jetzt bringen wir mal so eine Spezifikation raus, weil das deckt jetzt 80% des Marktes ab und dann entwickeln wir entsprechend weiter. Das ist also nichts, so eine Spezifikation ist nichts, die mache ich einmal und dann ist es vorbei. Nee, das ist andauernd ein lebendes Thema und auch die Kunden haben neue Bedürfnisse. Aus der Maschine gibt es neue Daten, es werden in Machinery neue Harmonisierungsthemen angesprochen, dann bringt man die da rein und dann wird eben aus der Version 1.1, 1.0 eine 1.1, eine 1.2 oder eine 2.0 oder wie auch immer, wie man das dann auch nummerieren möchte. Also das ist ein permanent andauernder Prozess, der hier am Laufen sein muss, sonst ist das Ding tot.